Hallo Leute, ich bin Muhaddese. Ich bin eine Polyglotte. Ich meine, ich bin mehrsprachig. Ich kann verschiedene Sprachen sprechen, nämlich Deutsch, Englisch, Französisch und ein bisschen Spanisch. Eigentlich hat diese Sprache mir nicht gefallen. Deswegen habe ich aufgehört, diese Sprache zu lernen. Aber ich lerne immer noch eine neue Sprache. Und meine Muttersprache ist Persisch und ich habe noch nie im Ausland gelebt. Deswegen werde ich heute erklären, was ich täglich mache, um diese Sprache nicht zu vergessen. Also, ehrlich gesagt ist es unmöglich, mich an jedes Detail zu erinnern, aber diese Strategien, über die wir sprechen werden, helfen mir, diese Sprache nicht zu vergessen und neue Sprachen zu lernen. Eigentlich liebe ich es, neue Sprachen zu lernen, denn mit jeder neuen Sprache lerne ich neue Kulturen und neue Denkweisen kennen. Und ich liebe es, die Originalversionen von Büchern zu lesen, Filme ohne Untertitel anzusehen und Lieder anzuhören und zu verstehen. Ja, das finde ich sehr angenehm. Und wenn ihr auch interessiert seid, fangen wir an. Okay, ich lerne gerade Russisch. Das ist eine sehr schwere Sprache. Schwerer als Deutsch natürlich. Und da ich eine Anfängerin bin, besuche ich einen Russischkurs. Eigentlich habe ich einen Russischkurs 2-mal pro Woche, weil ich glaube, dass uns am Anfang ein Lehrer, eine Lehrerin helfen sollte, die Grundregeln und die Aussprache einer Sprache zu lernen. Wenn wir diese Regeln falsch lernen, werden wir auf höheren Niveaus viele Probleme haben. Ich habe leider viele Studenten, die dieses Problem haben. Und das ist eine Katastrophe. Ich denke, der beste Einstieg ins Lernen einer Sprache ist der Besuch von Sprachkursen bei guten und qualifizierten Lehrern. Okay, und jetzt möchte ich über etwas sehr Wichtiges sprechen, über das Sprechen. Ich höre viele Studenten sagen, es gibt niemanden, mit dem wir das Sprechen üben können. Okay? Sprechen ist beim Erlernen einer neuen Sprache sehr wichtig, denn nur durch Sprechen könnt ihr euer Sprechen verbessern. Und es ist eine sehr wichtige Fähigkeit, ich weiß es. Aber ihr braucht nicht unbedingt einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin. Okay? Ihr könnt alleine üben, ihr könnt zum Beispiel vor einem Spiegel reden, ihr könnt über verschiedene Themen sprechen und eure Stimme aufnehmen. Ich mache dasselbe. Wenn ich neue Wörter zu einem Thema lerne, dann fange ich an, darüber zu sprechen und es hilft mir sehr. Okay, aber es ist auch sehr nützlich, wenn man einen Gesprächspartner hat oder an Konversationskursen teilnehmen kann. Das ist auch eine gute Möglichkeit natürlich. Okay, es tut mir leid, wenn ihr die Hintergrundmusik hören könnt. Unsere Nachbarn feiern heute eine sehr laute Party. Okay. Eine der Übungen, die mir hilft, meine Rechtschreibung zu verbessern, ist, dass ich fast jeden Abend einen kurzen Text schreibe. Aber ich schreibe es nicht selbst, sondern kopiere nur einen anderen Text, ohne auf Grammatik und Wortschatz zu achten. Ich konzentriere mich nur auf die Rechtschreibung. Okay? Diese Übung kann euch helfen, eure Rechtschreibung zu verbessern. Eine meiner guten Angewohnheiten ist, dass ich Podcasts höre. Also ich habe viele schlechte Angewohnheiten, aber diese ist tatsächlich gut und hilfreich. Ich höre französische, englische und deutsche Podcasts beim Autofahren, beim Sport, beim Kochen,
sogar beim Putzen des Hauses. Also Podcast anzuhören ist hilfreicher, als ihr denkt. Es kann sogar euch helfen, euer Sprechen zu verbessern. Und ja, meine Hündin ist auch hier. Also ihr könnt eure Lieblingsthemen anhören. Zum Beispiel, ich höre einen deutschen Podcast namens Die Spür der Täter, in dem es um Kriminalfälle geht und ich finde ihn wirklich unterhaltsam. Oder ich höre englische Podcasts über die Geschichte und Literatur Englands und es macht wirklich Spaß. Ich kann Ihnen einige Podcasts empfehlen, zum Beispiel Deutsch-Podcast, auf Deutsch gesagt, Elementarfragen, NDR-Info. Sie sind gut für fortgeschrittene Studenten. Und Slow German und Easy German sind geeignet für Grundstudenten. Jetzt verrate ich Ihnen einen weiteren Schlüssel zum Sprachlernen. Ich lese Bücher in anderen Sprachen und es hilft mir, mich mit der Kultur, Literatur und Geschichte der Länder, deren Sprache ich lerne, vertraut zu machen. Aber was noch wichtiger ist, ich bekomme die Chance, viele neue Wörter zu lernen. Und meine Augen gewöhnen sich an die korrekte Struktur und es ist sehr wichtig. Gerade lese ich ein deutsches Buch von Hermann Hesse, das absolut erstaunlich ist, obwohl ich erst kürzlich damit begonnen habe. Ich sollte etwas gestehen. Mein Job hilft mir auch, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Ich bin Deutschlehrerin, ich unterrichte auch IELTS. Also wenn man etwas lernt, lernt man es auswendig. Wenn ich meinen Studenten die Grammatik erkläre, kann ich die Grammatik im Gedächtnis behalten. Wenn ich mit meinen Studenten diskutiere, lerne ich etwas Neues. Und außerdem weiß ich als Lehrerin, dass ich nicht alles weiß. Deswegen bin ich immer bereit, sogar neue Dinge zu lernen. Also wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, bringt ihr anderen bei, was ihr bereits gelernt habt. Das ist sehr praktisch. Okay, jetzt möchte ich ein bisschen über Filme und Serien sprechen. Ich denke, jeder weiß, welche Vorteile es hat, Filme und Serien anzusehen. Durch das Ansehen von Filmen und Serien lernt man viele neue Redewendungen und viele neue Wörter. Euer Hörverständnis und euer Akzent werden ebenfalls verbessert. Und es macht wirklich Spaß, oder? Es wird jedoch empfohlen, dass man sich Filme und Serien mit dem Untertitel der Sprache des Filmes ansieht. Okay? Aber wenn ihr euch auf einem fortgeschrittenen Niveau befindet, braucht ihr natürlich keine Untertitel. Beispielsweise schauen mein Mann und ich jeden Abend englische Filme und Serien, allerdings ohne Untertitel. Family troubles, I guess. We don't have any living relatives on record. Tom Overton was his father. You know, the Overtons? Overtons run Carson Springs. Half of it anyway. And Tom Overton ran the family. He died. Okay, ich habe euch fast alles erklärt, was ich täglich mache, um verschiedene Sprachen zu lernen und zu wiederholen. Natürlich lerne ich auch neue Wörter und Grammatik. Diese sind einige der Bücher, die ich gelernt habe, nur diese sind für meinen Mann. Ich muss alles aufschreiben, was ich lerne. Ich lerne durch Schreiben. Es ist sehr wichtig, dass ihr auch euren eigenen Lerntub findet. Es kann euch sehr helfen.
Okay, und ich lerne immer noch neue Wörter und über Grammatik. Ich mache nicht gerne Grammatikübungen, aber es ist sehr wichtig für Anfänger und zum ersten Mal, dass wir eine Grammatik lernen. Also, ja, das ist dann alles. Wenn ihr Fragen habt, bitte fragt mich in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, weil es ein bisschen unterschiedlich war. Und bitte vergesst nicht, mich zu liken und zu abonnieren, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Danke und tschüss, bis zum nächsten Video.